Das Schönste an meinem Beruf als Bergführer ist es, jeden Morgen früh am Berg zu sein, das zum Geniessen, da die Ruhe da haben und auch die Aussicht und einfach den Rummel vom Tal zum Vergessen. Und das macht es für mich so besonders. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich wirklich noch Bergführer bin. Ja, also in den Bergen zu sein, das gibt mir relativ viel. Das ist wie ein Aufladen von Batterien. Wenn man in der Früh rausgeht, noch müde und so langsam weckt man bei uns selber die Geister mit dem Raufsteigen und die Sonne geht auch. Und das ist so ein super Gefühl, wenn man da oben ist. Aufgewachsen bin ich in Bartholomäberg im Montafu. Das ist ganz im Süden von Vorarlberg. Da wohne ich mit meiner Familie und fühle mich auch richtig wohl. Aufgewachsen bin ich in Neustift im Stubaital. Und mein Bruder und ich sind gemeinsam mit unseren Eltern schon relativ früh in den Berg gewesen. Schon im Alter von 5 Jahren hat uns unser Vater mitgenommen auf die Salles, gleich anschließend auf dem Habicht. Und mit 7 oder 8 Jahren bin ich das erste Mal auf dem Zuckerhüttel gestanden. Und so ist eigentlich die Leidenschaft zu den Bergen schon fast in die Wiege gelegt. Die Leidenschaft zu dem Beruf, die kommt daher, dass ich schon immer viel in den Berg gegangen bin. Mein Papa und meine Mama sind viel wandern gegangen mit uns als Kind. Und schlussendlich hat mich ein guter Freund zum Klettern gebracht, dessen Papa auch Bergführer ist. Und der hat immer gesagt, komm mit, machen wir eine lässige Klettertour. Und so hat es zum anderen geführt und ich bin einfach immer weiter gegangen und immer weiter. Und so bin ich zum Bergführerberuf gekommen. Ein perfekter Tag in den Bergen ist für mich, wenn ich mit netten Leuten am Weg bin, wenn ein gutes Wetter ist, wenn man viel Spaß drum hat und natürlich, wenn nichts passiert und wie der Hall unten umkommt. Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, der beste Bergsteiger ist der, der am meisten Spaß hat. Gehen wir los! Stellt euch vor, wir steigen auf, es ist kalt, der Atem sieht man in der Luft, langsam geht die Sonne auf, es wird ein bisschen wärmer, wir kommen immer höher und haben immer einen besseren Ausblick. Und schlussendlich kommen wir in einen Gipfel und haben einen Rundumblick mit atemberaubender Schönheit. Und das ist das Faszinierende am Skifahren und am Skitouren vor allem, weil jetzt kommt ja die schöne Abfahrt durch einen Pulverschnee. Es ist nicht immer Pulverschnee, das ist klar. Manchmal haben wir auch einen Firn oder einen Bruchrasch. Aber das gehört dazu und das gehört auch zur Herausforderung vom Skitouren dazu. Es ist nie gleich. Skitouren gehen kannst, wenn du dich auskennst, eigentlich vom ersten Schnee bis zum letzten Schnee gehen. Ja. Es ist ja ein bisschen eine Challenge, dass man nach allem den Schnee findet, der am besten ist. Skitouren ist natürlich ein Ausdauersport und eine gewisse Grundkondition hilft ungemein. Also, bevor ich jetzt die erste Skitour mache, macht es vielleicht Sinn, dass man mal laufen geht und den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt. Wichtig beim Skitourengehen ist, dass ich immer die notwendige Ausrüstung dabei habe. LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, das ist einfach Standard. Das habe ich dabei, wenn ich ins freie Gelände gehe. Genauso wichtig ist auch, dass ich mir die Kraft einteile. Ich muss immer daran denken, wenn ich irgendwie raufgehe, dann muss ich auch wieder runterkommen. Mittlerweile ist es so, dass viele Skitouren als Sportart entdeckt haben nach dem Schaffen. Schnell in der Nacht irgendwo noch ein Stück gehen, eine Stunde aufsteigen. Da ist natürlich wichtig, dass man eine Stirnlampe dabei hat. Und da ist auch noch zusätzlich wichtig, dass man die gesicherten Gebiete nicht verlässt und dass man auch Rücksicht nimmt auf Wildruhezonen und andere Thematiken, die es in der Natur halt gibt. Als Skitourengeher Neuling empfiehlt es sich einmal auf der Piste zu bleiben. Und sollte man dann unbedingt ins freie Gelände wählen, ist es am besten, man nimmt sich einmal einen Bergführer und der zeigt einem das, auf was man dann achten muss. Gut ist auch, wenn man einen Lawinenkurs macht. Und so kann man sich stetig weiterentwickeln. Das geht nicht von 0 auf 100, Schritt für Schritt. Ich bin der Christoph aus dem Stubaital. Ich bin staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. Ich bin der Lukas. Ich bin staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und gemeinsam mit meinem Freund und Bergführerkollegen Christoph erzählen wir euch ein bisschen was über das Skitouren gehen.